Hallo und herzlich willkommen bei Video Control. Ich heiße Christian und zeige jetzt, wie man Clips schnell kürzt. Zunächst stelle sicher, dass die Tastaturbefehle in Premiere auf Standard und auf Anwendung gestellt sind. Um Clips in der Timeline bis zur Abspielposition zu kürzen, benutzt man die Tastenkürzel Q und W. Dazu muss man am Timeline-Anfang die Spuren aktiv haben, an der sich Premiere orientieren soll. Hier die Videospur 1. Beim Drücken der Taste Q kürzt man alles, was zwischen dem vorherigen Schnitt und der Abspielposition liegt. Drückt man die Taste W, wird alles zwischen dem folgenden Schnitt und der Abspielposition gelöscht. Hier werden allerdings alle Clips auf allen Spuren in der Timeline abgeschnitten. Möchte man aber einen Clip auf einer Spur kürzen, drückt man die Kombination Alt-Q oder Alt-W. Es entsteht eine Lücke. Möchte man den vorherigen Schnitt bis zur Abspielposition versetzen, so drückt man die Tasten Shift-Q oder Shift-W. Also diesen Schnitt hierhin versetzen. Diesen Schnitt hierhin versetzen. Es entsteht also keine Lücke, sondern der vorherige Clip bzw. nachfolgende Clip wird verlängert, sofern er noch genügend Länge zur Verfügung hat, sonst gibt Premiere eine Meldung aus. Das war Clip Kürzen in Premiere. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonniere Video Control und klicke auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch.